Dann lasst uns mal wieder die Zuflussgebete singen. Sangye chedan tsogin chanam la janjom pado dani kyapsuji dagin jinson jepesenam ji dola penjia sangye jompasho Sangye chedan tsogin chanam la janjom padun dani kyapsuji dagi chitso chipesenam ji dola penche sangye jompasho Sangye chedan tsogin chanam la janjom padun dani kyapsuji dagi jinso jimpesenam ji jola penje sangye jompasho Semchen tamchen devan dan deven judan demba junjik Dunai dan dunai jinju dan java junjik Dunai memba deva damba damin java junjik Nirin chandan nidan javan tanam chembola nimban junjik Semchen tamjen devan dan deve judan demba Dunai dan dunai jinju dan java junjik Dunai memba deva damba damin java junjik Nirin chandan nidan java tanam chembola nimban junjik Semchen tamjen devan dan deven judan demban junjik Dunai dan dunai jinju dan java junjik Dunai memba deva damba damin java junjik Nirin chandan nidan java tanam chembola nimban junjik Vanden savela madam ponche Dage chiwan beden dan shula Kaden chempen gonen jesonte Koson toging adom sandusa. Und wieder bitten wir unsere innere Weisheit, uns ein wenig zu führen im Erkunden dessen, wie es ist zu sein. Wir begeben uns in Meditation und wir untersuchen, wir beobachten schon so ein bisschen. Das ist natürlich ein leicht dualistischer Prozess.
Ganz sanft. Die Aufmerksamkeit wendet sich der Qualität des Erlebens zu. Wie es ist zu sein. Und diese Aufmerksamkeit führt dazu, dass sich grobe Dualität schon mal löst. Wie es ist zu sein. Und da waren schon so ein paar Qualitäten, mit denen wir uns vertraut gemacht haben. Ihr erinnert euch, da ist diese nicht fassbare Qualität des Erlebens. Und durch diese Qualität des Nicht-Fassbaren, da kommt auch gleich so eine weitere Qualität von Weite oder Raumhaftigkeit. Eine Weite, die keine Grenzen hat, keinen Mittelpunkt. Und da ist diese Fülle des Erlebens. Ganz fein, es braucht nicht viel zu passieren, aber eine deutlich spürbare Gewahrseinspräsenz. Lebendig. Dieses lebendige Sein, so deutlich. Manchmal nennen wir das die grundlegende Klarheit des Geistes. So ein klares Erleben, die Fähigkeit zu unterscheiden.
Diese grundlegende Klarheit ist diese Möglichkeit zu erleben. Dieses feine Wissen drum, dass es lebt. Manchmal ist es so ein Gefühl von Gewahrsein überall, dass es wirklich keine Ecke im Erleben gibt, die nicht von Gewahrsein durchdrungen ist. Auch wenn nichts passiert. Gelegentlich auch die lichthafte Qualität des Geistes genannt. Mit diesen paar Andeutungen lassen wir es auch schon bewenden und erlauben uns ganz eins zu werden mit dem Erleben. Kein Unterschied mehr zwischen Erleben und jemandem, der es beschreibt oder beobachtet. Nur noch sein.
Vielleicht hin und wieder ein sanftes Erinnern. Erinnern wir uns mal an dieses A, die Silbe A, leuchtend. Sie steht für diese leuchtende Natur des Geistes, diese Lichthaftigkeit.
steht auch für das Staunen, für das Nicht-Fassbare. Ah. Während ihr weiter meditiert, lese ich euch ein paar Zeilen von Atisha vor. Bleibt weiter in dieser offenen Haltung des des So-Seins. Atisha sagt, die Natur des Geistes ist tiefgründig und ungekünstelt. Lichthaft, nicht zusammengesetzt, nicht aus Teilen entstehend. Weder entstehend noch vergehend. Von jeher rein. Von jeher rein, frei von Subjekt und Objekt. Sie ist die Natur Nirvanas. Sie ist die Natur des Raumes der Phänomene. Ohne Grenzen, ohne Mitte. Genau betrachtet mit den Augen des Intellekts ist sie frei von Vorstellungen. Frei von Trübungen.
frei von Dumpfheit oder Erregtheit. Vielen, vielen Dank. Wenn wir Instruktionen zur Natur des Geistes bekommen haben und sich etwas so in uns geöffnet hat und dabei ist zu öffnen, dann können wir den Guru der Texte, den Peja-Lama, beginnen zu nutzen. Dann macht es Sinn, solche Zitate als Meditationsanleitungen zu nehmen. Das ist eine meiner geliebtesten Praxisformen, mit solchen wunderbaren Sätzen zu praktizieren, sie in mich hineinschmelzen zu lassen, überall innezuhalten, Zeit zu haben. Es ist nicht der Intellekt, der meditiert, sondern der Intellekt, der versteht nur die Worte jetzt mal, so die ersten Worte, und dann geht innerlich etwas auf durch die Worte. Und in diesem Aufgehen, da öffnet sich uns das So-Sein. Das geht am leichtesten, wenn ihr immer davon ausgeht, dass diese großen Meister, die diese Worte gesprochen haben, dass sie in diesem So-Sein waren, als sie gesprochen haben oder als sie geschrieben haben. Dass all diese Unterweisungen, wie Genre Rinpoche so viele Male gesagt hat, all diese Unterweisungen kommen aus dem Dharma-Dhatu, aus dem Raum der Phänomene. Und wir tunen uns so ein in die Dimension, aus der diese Instruktionen kommen. Das ist das Praktizieren mit dem Peja-Lama, mit dem Guru der Texte. Wer das noch verstärken möchte, kann jederzeit auch einfach ein kleines Gebet an den Autor richten, ohne ihn zu kennen. Also, hey Atisha, gib mir deinen Segen. Gib mir deinen Segen, dass ich ein bisschen erahnen kann, was du gemeint hast mit diesen Zeilen. Oder Tashinamgya, lass mich erahnen, warum du wohl diese Zeilen ausgewählt hast. Ja, so. Lass mich das erahnen. Und das geht, das funktioniert, weil wir in uns dieselbe Natur des Geistes tragen, die ist bei uns genauso am Werke wie bei diesen großen Vorbildern. Wir kommen jetzt in unserem Text zu zwei kleinen Passagen,
Nächster heißt, wie man die authentische Sicht in ruhender Meditation kultiviert. Und dann kommt irgendwann später, wie man die Sicht in der Nachmeditation meditiert. Das kommt dann auch noch irgendwann. Ja, wie die Sicht in der Nachmeditation erscheint. 2 Seiten weiter. Und ich lese euch das nochmal vor. Allgemein bedeutet Meditieren, nicht vom Verweilen in der authentischen Sicht abgelenkt zu sein. Das ist so was Entscheidendes. Ablenkung ist hier nicht das Denken oder irgendwas anderes. Die Geräusche, die durchs Fenster, durch die Tür oder sonst wo reinkommen. Ja? Das ist nicht die Ablenkung. Ablenkung ist nur aus der authentischen Sicht herauszufallen. Ja? Dass wieder so ein Greifen kommt nach etwas, was eigentlich gar nicht fassbar ist, weil wir gar nicht sehen, dass die Phänomene, die da auftauchen, keine Substanz haben. Wir fallen wieder in die Unwissenheit des mangelnden Gewahrseins hinein. Das ist eine ganz essentielle Instruktion, dieser erste Satz. Ihr wollt nicht abgelenkt sein? Dann überlegt euch mal, wovon ihr nicht abgelenkt sein möchtet. Stets in der Schau der großen Mutter zu verweilen. Davon wollen wir nicht abgelenkt sein. Ja? Das ist, worum es geht. Die eben beschriebene Sicht wird durch achtsames Erinnern und Wachsamkeit davor bewahrt, sich zu verflüchtigen. Das ist, was ich in der Meditation mit euch immer so mache. Meine Aufgabe ist, hin und wieder so Erinnerungen auszulösen. Vorhin habe ich einfach nur gesagt, ab und zu vielleicht sich erinnern, ohne zu sagen, an was erinnern. Denn jeder entscheidet natürlich selbst, an was wir uns erinnern wollen. Also welche Qualität, ja, Und tatsächlich erinnern kann schon ausgelöst werden, einfach durch oder durch oder durch ja, was die Brücke ist, mit der wir uns erinnern und wieder ins offene Gewahrsein finden, ist eigentlich völlig egal. Das ist völlig egal. Hauptsache, irgendwie erinnern wir uns und sind gerade wieder im wachen, offenen Gewahrsein. Das ist das Drenpa, das ist Sati, ne, was wir mit Erinnern übersetzen. Und Wachsamkeit ist eine zusätzliche Qualität, die zum Beispiel anspringt. Wir hatten hier gerade Geräusche, die durch den Türspalt kamen und so. Und Wachsamkeit ist das, was anspringt und sagt, das könnte ablenkend werden, das könnte. Ja, das ist so eine Wachsamkeit, die merkt, jetzt sei ein bisschen stärker gewahr, so, damit die mögliche Ablenkung gar nicht erst greifen kann. Das nennt man Wachsamkeit. Da geht es nicht um das eigentliche Erinnern, sondern darum, dieses Erinnern wach zu halten. Ja, so einen kleinen Schutzraum zu haben. Das ist so wie in den tantrischen Visualisationen das Schutzzelt. Ja? Wachsam nach innen, mögliche Ablenkung aus der Schau von innen, Wachsamkeit nach außen, mögliche Ablenkung durch Sinneseindrücke, die kommen können. Alles hinwenden zu anderen Dingen und jede Beschäftigung damit wird unterlassen, heißt es dann. Man belässt den Geist ganz so, wie er ist, ohne absichtlich zu meditieren und ohne irgendetwas zu beeinflussen, zu verfälschen, zu mindern, hinzuzufügen, zu untersuchen oder zu analysieren. Ja, also,
Ja, eine Menge, was wir nicht tun. Wir lassen den Geist natürlich. Und so heißt es dann auch im nächsten Zitat, der Segensnektar des erhabenen Guru oder der erhabenen großen Mutter bewirkt die Erkenntnis vom himmelsgleichen eigenen Geist. Nicht von diesem Zustand abzuweichen, wird als Samadhi bezeichnet. Der himmelsgleiche eigene Geist. Wenn wir den erkennen, das ist, worum es eigentlich geht. Immer wieder in diese Weite einzutauchen. Diese Lichthaftigkeit, diese nicht fassbare Qualität, all das ist ja im Beispiel des Himmels mit drin. Der Himmel ist nicht nur weit, er ist nicht fassbar, er hat was Lichthaftes, ja? All das spielt da eine Rolle. Okay, und da die nächste Meditation sein wird, in das Erinnern dieser himmelsgleichen Qualität zu gleiten, machen wir erstmal eine Pause. Ne? Bevor es uns wieder in die Meditation holt. Viertelstunde Pause, lüften, ein bisschen durchbewegen. Wer weiß, wer von euch einen Tee braucht. Also inzwischen weiß ich noch genauer, wie sich jetzt die Unterweisungen gestalten werden. So, ich musste immer ein bisschen schauen, wie ich vorankomme. Wir werden heute noch dieses Unterkapitel zur Sicht in der Meditation abschließen, also wie man die authentische Sicht in ruhender Meditation kultiviert. Morgen früh werden wir das Kapitelchen meditieren, wie die Sicht in der Nachmeditation erscheint. Und wir werden auch Zeit haben für eine Austauschrunde und die abschließende Widmungsmeditation. So, das werden wir also morgen unterbekommen, aber es kann gut sein, dass wir nicht ganz um 12 Uhr fertig sind. Also richtet euch mal alle so drauf ein, es wird maximal bis um 1 gehen, aber dass ihr wisst, also wir werden morgen Vormittag, inklusive bis maximal 1 Uhr, werden wir mit den Meditationen dieses Kurses werden wir durch sein. Ja? Könnt ihr euch so drauf einstellen. Es gibt dann halt vielleicht ein etwas späteres Kochen oder ein etwas späteres Mittagessen, aber das kann ich natürlich nicht genau wissen. Es ist für mich so, dass ich nicht das Bedürfnis habe, extra zu dehnen und zu strecken. Ja? Also überall noch, ist ja leicht, ne? Man kann ja leicht da noch eine Meditation einbauen und dort, aber wenn das Wesentliche gesagt und meditiert ist, den Rest müsst ihr sowieso in der eigenen Praxis machen. Ne? Deswegen werden wir also nicht jetzt extra noch ins Dehnen und Strecken gehen, sondern genau, eher uns alle nach dieser wunderbaren Reise. Ja, manchmal kommt die Deutsche Bahn auch zu früh an. Ne? Gibt's auch. Ne, selten, aber ne? Wir werden also uns nach dieser Reise einfach ein bisschen Zeit gönnen. Okay? Ja. Das war das eine, was ich euch sagen wollte. Und das andere ist mir prompt entfallen. Da war noch was. Weiß es nicht mehr. Kommt wieder. Okay, wir machen weiter. Ich habe euch in der letzten, kurz vor der Pause, habe ich euch noch darauf hingewiesen, nicht von diesem himmelsgleichen, weiten Zustand abzuweichen, wird Samadhi genannt. Ne? Und diese
diese Definitionen von Samadhi, die gehen noch ein bisschen weiter. Lässt man den Geist so ruhen, wie es dem So-Sein der Dinge, dem Dharmata, dem So-Sein, der Natur der Dinge entspricht, scheint eine Erfahrung auf, die durch Worte ungehindert ist. Auf Worte können ihr nichts anhaben. Das So-Sein ist völlig unbeeindruckt von all den Turbulenzen, die im Sein auftauchen können. Diese Erfahrung wird auch Samadhi genannt. Lässt man den Geist so ruhen, wie das unfassbare So-Sein der Dinge ist, scheint die Erfahrung auf, unbeschränkt und unvoreingenommen, man kann auch sagen unbehindert und ungeteilt, die sich Samadhi nennt. Also, wir treten in den Samadhi ein. Lasst euch ja nicht von den Worten euer So-Sein rauben. Ja? Das So-Sein, das schert sich sowas von gar nicht darum, ob es Samadhi genannt wird. Ja? Das ist sowas von einfach und immer da. Und deswegen lade ich euch jetzt ein, es wieder euch bequem zu machen, aufrecht oder angelehnt. Ihr spürt schon, dass wir jetzt dabei sind, die Früchte einzufahren von den ganzen Erklärungen, die wir vorher bekommen haben. Es gibt da jetzt nichts Neues, sondern nur eine immer tiefer gehende Einladung, im So-Sein zu verweilen. Und wenn ihr eine kleine Brücke braucht, um da hineinzufinden, dann kann das diese einfache Frage sein: Wie ist es zu sein? Die passt in jeder Situation. Und führt in ein feineres Spüren dieses Seins. Und dann lassen wir uns ganz aufgehen. Da gibt es nichts mehr, was wir kreieren müssten und so fort. Es gibt keine Aufgaben.
von der Natur des Himmelsraumes durch Worte nicht zu stören. Unbeeinträchtigt von allen Erscheinungen. Immer der wahren Natur gewahr. Wenn es dann mal so sein sollte, dass wir abgelenkt werden, sind wir direkt wieder der Natur der Ablenkung gewahr.
uns erinnern, eventuell mit dem himmelsgleichen A.
Meditiert weiter, während ich euch ein paar Instruktionen vorlese aus den nächsten Zitaten. Alle Phänomene so zu nehmen, wie sie sind, ohne Annehmen, ohne Festhalten, ohne Ablehnen. Das ist die Meditation befreiender Weisheit. An nichts zu denken und nichts zu beobachten. Das ist die Meditation befreiender Weisheit. Die Meditation befreiender Weisheit besteht darin, auf keinerlei Phänomene zu meditieren.
Die Meditation befreiender Weisheit ist raumgleiche Meditation. Der nicht begriffliche Himmelsraum ist die nicht begriffliche Prajnaparamita.
Ich teile noch ein paar Reflexionen mit euch. Reisereflexionen. Könnt ihr euch noch erinnern, wie wir eingestiegen sind in diesen Zug, der uns tagelang so geführt hat durch dieses 3. Kapitel, die Instruktionen zur Einsichtsmeditation, die gemeinsam sind für das große Fahrzeug. Darum geht es in dieser Woche. Und wir sind so mit unserer transsibirischen Eisenbahn sind wir so dahin getuckert. Wir haben angefangen mit Anicca, Dukkha, Anatta aus dem Theravada so als Basis, so Unbeständigkeit, dann wie Leid entsteht, wie Stress entsteht. Anatta, das Nicht-Selbst. Uns das angeschaut, sind weitergegangen ins Shunya, ins Leere, die leere Natur, Shunyata. Haben uns dann so angeschaut, was im Mahayana so wichtig ist, jenseits der Vorstellung von Existenz und Nicht-Existenz zu gehen, aus den Fixierungen auszusteigen auf ein Selbst der Person, also das Nicht-Selbst zu entdecken, Nicht-Selbst der Phänomene. Zwischendurch haben wir mal die 11 Stufen von Einsichtsmeditation uns angeschaut. Wir haben uns dann die Skandhas angeschaut, um zu verstehen, wie das ist, mit dem Nicht-Selbst in diesen ganzen Wahrnehmungsprozessen, den Geistesprozessen. Dann wurden wir allmählich eingeführt in die illusionsgleiche, nicht fassbare Natur aller Phänomene. Immer wieder waren wir befasst damit, uns die Natur der Phänomene, die Natur des Geistes anzuschauen. Wir haben nach dem Geist gesucht, haben wir auch. Und jetzt wird uns so gesagt, über keinerlei Phänomene zu meditieren, das ist die befreiende Weisheit. Die Meditation befreiender Weisheit befreit sich von all dem, was so klärend dazu beigetragen hat, dass wir wirklich loslassen können in einen weiten Bereich hinein. Und wenn wir uns mal wieder verstricken, dann haben wir all diese Werkzeuge, all das, was wir so gelernt haben, das steht uns zur Verfügung. Oh ja, wir werden irgendwann wieder mal kräftig identifiziert sein mit diesem Körper, mit irgendwelchen Ideen, mit irgendwelchen Unterscheidungen, mit Gerüchen uns abgeben, mit Geschmäckern, mit was wir sehen und hören. Wir werden beleidigt werden und gelobt werden und. Die ganze Spanne so. Und auf dieser Reise haben wir eine Menge kennengelernt, was uns helfen kann, damit umzugehen. Und all diese Hilfen, es waren nicht auf der Hilfe von so ein Antidot suchen, ein Hilfsmittel suchen, sondern wie wir mit all dem in eine Schau finden können, die hilfreich ist. Bis wir so im Nichtschauen von irgendetwas gelandet sind. Das ist so ein bisschen, wie ich diese Reise erinnere, was wir so alles miteinander geteilt haben. Und wenn wir jetzt so in dieser
in diesem So-Sein aufgehen, das ist ein bisschen anders, als wenn wir diese Reise nicht gemacht hätten. Dieses So-Sein wäre stärker fabriziert. Ja, wir würden es mit großer Begeisterung auch praktizieren, aber die irrigen Annahmen über die Wirklichkeit, die im Hintergrund so aktiv sind, immer wenn wir herausgefordert werden, dann werden sie sehr, sehr aktiv. Diese irrigen Annahmen über die Wirklichkeit, die wären nicht im gleichen Maße geschwächt worden. Ja, die sind geschwächt worden in dieser Woche. Und es macht es jetzt sehr viel leichter, also zumindest aus meiner Sicht, in diesem natürlichen So-Sein zu verweilen, ohne es allzu sehr zu konstruieren. Es macht irgendwie alles mehr Sinn. Ja? So. Und das ist die Kunst von diesen Instruktionen, von denen man gar nicht so richtig sagen kann, das ist ein stufenweiser Weg, sondern das sind komplementäre Instruktionen zur Natur des Seins, die alle etwas klären und die uns dann irgendwie dazu helfen, das alles auch sein lassen zu können. Die Beschäftigung mit selbst und anderen, die Beschäftigung mit irgendeinem Ziel in der Meditation. Und was für mich so ganz arg schön ist, dass diese Art der Praxis im ganz gewöhnlichen Mahayana zu finden ist. Ja, da brauchen wir nicht in irgendwelche Dzogchen oder Mahamudra oder so Instruktionen reinzugehen, sondern das ist Grundlage von all diesen verschiedenen Ansätzen. Wir sind erst im 3. Kapitel des Buches angekommen. Ne? Wir haben es jetzt bald dann durch, das 3. Kapitel. Ich glaube, es hat 10 oder so, ne? Irgendwie so in der Größenordnung. Ja, und das ist schon spannend. Was soll da eigentlich noch kommen? Wenn wir jetzt schon in der Anstrengungslosigkeit gelandet sind, im So-Sein, kann da ja eigentlich nicht mehr viel kommen. Ja, keine Sorge, ich bin nicht dabei, das Ende der 10 Jahre anzukündigen. Keine Sorge, nein. Wir wissen ja, was kommt. Diejenigen von euch, die schon dabei waren und ein bisschen gelesen haben, die wissen ja, was die anderen Jahre alles so unterrichtet wurde. Was da alles noch drinsteht. Aber tatsächlich geht es bloß um eine weitergehende Integration von all dem in alle Situationen unseres Lebens. Das ist, worum es eigentlich geht. Weitergehende Integration. Noch fährt der Zug. Er tuckert weiter. Also, wir machen wieder mal eine Pause. Und es wird wieder 5 vor 5 sein, wo wir anfangen, wo wir weitermachen. Vielen Dank für die Set, Susanne. So, es geht weiter. Zeig mir doch mal eine Seite, wo schon ein paar Gesichter zu sehen sind. Ja. Also, ihr Lieben, schaut doch mal in den Chat. Der Tobias hat euch schon reingeschrieben, so für morgen nochmal, dass die Information klar ist. Ja? Also, meine Überlegung war,
dass es keinen Sinn macht, sich für ein Stündchen nachmittags zu treffen, sondern wir haben wirklich Zeit genug am Vormittag eine Parameter-Meditation zu machen, die Instruktionen zur Nachmeditation, zur aktiven Praxis zu bekommen, den Austausch zu gehen und eine schöne Widmungsmeditation zu machen. Ja, das ist alles an den gut im Vormittag unterzubringen. Es kann sein, aber das ist nur so ein Puffer, dass es bis 13 Uhr dauern könnte. Das hängt sehr davon an, wie lange der Austausch geht. Ja, das andere, das kann ich steuern, wie viele Worte ich mache oder nicht mache. Ja, das ist leicht. Aber den Austausch, den möchte ich nicht abkürzen. Da soll Zeit genug für alle sein, die etwas von sich teilen möchten. So, deswegen haben wir von morgen mal, nehmen wir uns die Zeit von 9 bis 1. Und bitte versteht das so, also ich habe gerade so hier in der kleinen Runde, das ist ja so eine improvisiert einfach, das ist auch wunderbar. Ich möchte das auch nächstes Jahr wieder so haben. Es soll weiter ein Online-Kurs bleiben. Ich habe nicht vor, damit das Haus zu füllen, sondern das Format gefällt mir eigentlich sehr gut. Und weil es für mich so ist, dass ich in diesen Tagen ja immer ganz tief von innen her schöpfen muss. So, ne? Ganz tief von innen, um so eine Meditation nach der anderen anleiten zu können. Und da möchte ich nicht noch Einzelgespräche zwischendurch haben und ein ganz knallevolles Haus, wo dann Leute noch irgendwie warten, etwas mit mir besprechen zu können. Und so, das geht nicht gleichzeitig. Ja, das kann ich mit einem Kurs machen, wo es mehr um Begriffliches geht, wie dieser Dharma-Grundkurs, wo wir auch viele Begriffe klären und so. Wenn ich selber so in der Meditation bin und das schöpfe, da möchte ich eine ganz ruhige Atmosphäre haben, wo einfach die idealen Bedingungen sind, auch für mich, euch durch diese Meditation zu führen. Ne? Und da kann ich nicht immer im Vorhinein wissen, wie lang welche Prozesse so dauern wird, wie lang es dauert, bis ich das Gefühl habe, ein Thema hat sich gerundet und ich kann zum nächsten Thema hinübergleiten. Das habt ihr diese Woche ja mitbekommen. Ich habe ja zusätzliche Elemente mit reingenommen, wie Herzsutra und Prajnaparamita und konnte aber anhand eurer Fragen dann auch merken, dass es so auch einfach genügt. Und da bin ich dann nicht genötigt, irgendwie euch weiter zu unterhalten, bis das angekündigte maximale Retreatende erreicht ist, sondern ich weiß, ihr seid selber in der Lage, die Zeit zu nutzen. Wer im Retreat sein möchte, der kann das ja sein. Der hat ja jede Menge Anregungen, noch einen Tag länger zu bleiben im persönlichen Retreat. Und da sagte ich hier in der kleinen Runde, und das ist auch der Vorteil, wenn man alles auf Spendenbasis macht. Da gibt es niemanden, der sagen kann, aber ich habe doch gezahlt für so und so viele Tage und so. Ja, das ist die Freiheit, nicht? Wenn man so ganz frei den Dharma unterrichtet, dann so viel wie nötig, aber auch nicht unnötig mehr. Ja? So keine zeitfüllenden Sachen, sondern bei den notwendigen Worten bleiben. So, also ich hoffe, das ist soweit klar geworden. Ihr könnt gerne nachher, wenn es dann in den Austausch geht, könnt gerne nochmal darauf Bezug nehmen. Falls euch das komisch aufstößt oder falls ihr das gut findet, könnt ihr beides sagen. Einverstanden? Ich gehe jetzt also wieder hier in den Text. Und ich möchte etwas anschließen, was mir an dieser Stelle sehr wichtig erscheint. Wir haben jetzt gerade in den letzten Meditationen so gehört und praktiziert, auf keinerlei Phänomene zu meditieren. Also
völlig im Nichtbegrifflichen aufzugehen. Ja, das war eine der Instruktionen, der wichtigen Instruktionen. Und so lest ihr da auch unten im Avatamsaka Sutra, wer in den Wirkbereich des Siegreichen eintreten will, übt sich in der Gesinnung des Raumgleichen, gibt Gedanken, Vorstellungen und begriffliche Beschäftigung auf und tritt ein mit einem Bewusstsein, das dem Raume gleicht. Und im Sutra Lankara, im Schmuck der Mahayana-Sutren heißt es, indem sie den Geist in den ursprünglichen Raum der Phänomene versetzen, erkennen jene mit stabilem Gewahrsein zu Bedenkendes als bloße Gedanken und gehen rasch hinüber in den Ozean erleuchteter Qualität. Das zu Bedenkende als bloße Gedanken zu meditieren oder zu erkennen, das wird jetzt Inhalt der nächsten Meditation sein. Es geht darum, die Natur der Geistesbewegung zu erkennen. Und das ist mir jetzt deswegen so wichtig, weil es nicht unsere Wirklichkeit ist, dass wir so einfach all diese begrifflichen Gedanken und so lassen können. Die meisten von uns haben ein recht aktives Denken, einen recht aktiven Geist. Und deswegen ist es mir zum Abschluss dieser Passage, wo es noch um die Meditation geht, die sitzende Meditation, die formelle Meditation, ist es mir wichtig, nochmal auf die Natur der Geistesbewegung einzugehen, weil das eure Wirklichkeit ist. Ja? Das ist, womit ihr es zu tun habt. Es ist immer was los, also meistens. Hin und wieder taucht Samadhi auf, hin und wieder tauchen Phasen auf, wo es wirklich nichts zu meditieren gibt, ja? Wo die Schau so intensiv ist, dass sich das, was sich als Gedanke, als stärkere Geistesbewegung zeigen könnte, dass sich das schon auflöst, bevor es sich so richtig gestaltet hat. Ja, das ist eigentlich, was passiert. Wenn die Schau ganz stark ist, wenn das Weisheitsfeuer ganz stark brennt, dann formen sich halt keine Gedanken im üblichen Sinne. Es kommt gar nicht zu begrifflichem Denken und so, weil überhaupt kein Interesse daran besteht, weil überhaupt das notwendige Greifen, damit das entstehen kann, das ist gar nicht da. Deswegen entsteht das auch nicht. Wo keine Bereitschaft ist zu greifen, findet auch kein diskursives Denken statt. Das gibt es einfach nicht. Ja? Und da das aber nicht unsere Normalsituation ist, schon gar nicht, wenn wir von täglicher Meditation sprechen, während wir berufstätig sind. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nochmal mit der Natur der Geistesbewegung beschäftigen. Ja? Und das machen wir jetzt. Ich mache es mir auch ganz gemütlich, das könnt ihr euch auch. Also für diejenigen, die jetzt gerade schon sehr im Nichtbegrifflichen oder völlig im Nichtbegrifflichen waren, es könnte die Gelegenheit sein, jetzt ein bisschen mehr begriffliche oder gedankliche, geistige Aktivität zuzulassen. Und zu solchen Geistesbewegungen kommt es recht leicht, wenn wir uns wieder auf die Sinne einlassen. Also wenn wir wieder zulassen, Körper zu spüren, so viele Empfindungen im Körper.
Zu hören gibt es auch immer wieder mal was. Die Augen sind offen und der Blick ist gar nicht so kontrolliert, darum gibt es auch etwas zu sehen. Allein schon, wenn wir auf den Bildschirm schauen, dann haben wir genug Geistesbewegungen. Und wenn ich länger still bin, dann kommt es auch wieder zum Denken, zu den persönlichen Impulsen, die in euch aufsteigen aufgrund der karmischen Wirkkräfte, die in jedem von uns aktiv sind. Das geschieht mit fast vorhersehbarer Präzision, sobald wir den Geist für eine Weile einfach freilassen. Die Haltung ist jetzt so ein bisschen wie auf einer Parkbank zu sitzen, ohne speziell zu meditieren. Und auf unserer Parkbank sind alle Sinne offen. Nehmt die Geistesbewegung wahr, die als Reaktion auf Sinneseindrücke entstehen. Und während wir so auf unserer Parkbank sitzen und ins Weite schauen,
laden wir mal so die Gedanken ein. Na, was werde ich wohl morgen Nachmittag machen? Wie stelle ich mir morgen Nachmittag vor? Und dabei, egal was ihr jetzt denkt, Nachmittag, Abend, Nacht, nächster Morgen, bleibt ganz wach und denkt bewusst, während ihr der Natur dieser Geistesbewegungen bewusst seid, denkt ihr, wie sich wohl der Nachmittag gestalten könnte. Malt es euch ruhig ein bisschen aus, während das Weisheitsfeuer lodert. Das heißt, wir stellen uns vor, wie es sein könnte und sind gleichzeitig der illusorischen Natur dieser Gedanken bewusst. Das bedeutet nicht, dass es nicht etwa so kommen wird, wie wir denken, sondern dass es jetzt gerade einfach so ein Geschehen im eigenen Geist ist. Wo wir wohl sind, ob wir alleine sind, mit anderen zusammen. Was mir wichtig sein wird, immer gewahr, wie sich dieses Denken zeigt und auch wieder beruhigt, auflöst. Vielleicht gehen die Gedanken zu Kindern, Enkeln, Eltern, Partnern. Vielleicht spüren wir Wünsche. Und immer sind wir der regenbogengleichen Natur dieser Geistesbewegung gewahr.
Immer mal wieder das Weisheitsfeuer ein wenig nähren. Gampopa würde sogar sagen, je mehr Gedanken da in dieses Weisheitsfeuer hineinpurzeln, desto höher lodert es auf. Es ist klar, dass es bei so einem starken Gewahrsein, so einem starken Weisheitsfeuer nicht zu langen Gedankenketten kommt. Das Denken ist immer nur gerade so lang oder so kurz wie nötig. Nur das, was es braucht. Und schon ist der Geist einfach wieder in der Schau. In der Schau des So-Seins, der Schau der Natur der Dinge. Nur noch das, ohne Inhalte. Und dann können wieder Inhalte entstehen. Ihr könnt kreativ an etwas denken, etwas euch vorstellen. Und wenn die Schau dabei wach bleibt, dann ist es nach diesen kreativen gestaltenden Impulsen auch gleich wieder offen, weit, ohne begriffliches Denken. Und vielleicht habt ihr jetzt auch das Bedürfnis, nicht mehr darauf achten
zu wollen, achten zu müssen, ob das Gewahrseinsfeuer lodert oder nicht, entspannen wir uns wieder ins einfache Sein. Noch einfacher als diese Übung.
Ich hoffe, ihr konntet sehen, was das auch gleichzeitig für eine Überleitung ist zur Nachmeditation, zur Praxis der Aktivität. Es war gedacht als kleine Hilfe für die Menschen unter uns, die einfach viel im Geist zu bewegen haben und deren Meditationen nicht so voll im Nichtbegrifflichen sind, sondern mit vielen, vielen Aufgaben. Und dabei können wir schon in der zum Beispiel täglichen Morgenpraxis, können wir dieses wache Gewahrsein haben. Und dadurch denken wir, was notwendig ist und unter Umständen dann auch nicht mehr als das. Jetzt wäre nochmal Zeit für die Fragen und Bemerkungen, die ihr vielleicht teilen wollt. Wer gerne noch etwas mehr zu hören möchtet, ist alles sehr willkommen. Oh, Felicia, du bist wieder mal sehr flink. Ah? Wir haben auch noch eine Frage im Chat. Die nehmen wir mal als erstes, die Frage im Chat. Das gibt dir ein bisschen Zeit, das Mikro vorzubereiten für Felicia. Kannst du es mir zeigen? Frage für die Fragerunde. Christine und ich fragen uns, wie wissen wir, wenn wir im offenen Gewahrsein sind, ohne einen Beobachter? Wenn es keinen Beobachter gibt, dann kann man ja nach der Meditation gar nicht wissen, was war, oder doch? Ja, ich Christine vermute, es und ist Ralf. Christine und Ralf. Ne? Das ist eine Frage von euch beiden. Ja, gut. Recht habt ihr. Wenn es im offenen Gewahrsein keinen Beobachter gibt, dann gibt es auch niemanden, der weiß, dass man im offenen, im wirklichen non-dualen Gewahrsein ist. Und der erfahrene oder die erfahrene Meditierende, die merkt das an den Zeichen danach. Das heißt, wir merken das an einer unglaublichen Frische, die bleibt, wenn wir wieder in das ein wenig duale, beobachtende Sein hineinkommen. Das sind so die ersten Erfahrungen von offenem Gewahrsein sind tatsächlich so, dass es keine Erinnerungsspur gibt an das, was in dieser Zeitspanne war. So, das ist tatsächlich so. Und dann kommt es, also in meinem Fall jetzt, aber das weiß ich nicht, ob ich das so für alle verallgemeinern kann, aber es kommt zu einer Integration, wo diese offenen Geisteszustände und die begriffliche Aktivität sich durchdringen und es durchaus möglich ist, eine Erinnerungsspur zu haben, ohne deswegen in einem Greifen zu sein, in einem Greifen nach einer vermeintlichen Identität. So, diese Möglichkeit tut sich auf. Ich weiß es auch von den Meistern, mit denen ich zusammen sein durfte, dass sie sich durchaus erinnern an die Dinge, die sie gesagt und getan haben, in ihrem non-dualen Gewahrsein. Ja, aber das sind Bereiche, die sich mit der Zeit dann auftun. Zu Anfang ist es tatsächlich so wie es ist eine Lücke in der Erinnerung, es ist also Aussetzen und das Gefühl ist, nicht mal sagen zu können, wie lang diese Zeit war. Wir haben kein Gefühl für die Zeit, es gab keine bewussten Inhalte. Wir merken nur, dass wenn wir da rauskommen, dass der Geist von einer unglaublichen Frische und feinen Qualität ist. So an diesen, und dass sogar im Nachhinein noch Dinge noch klarer werden, dass Einsichten deutlicher sind, dass sich tiefes inneres Vertrauen verstärkt hat, dass wir so im Segensstrom unterwegs sind. Das sind so eine ganze Menge Zeichen danach. Ich gucke jetzt mal noch zu euch beiden. Ihr schaut ja beide gerade in die Kamera. Ihr würdet euch melden, wenn ihr noch was nachzufragen habt. Ja? Okay? Passt so? Okay, gut.
Dann hast du Felicia schon das Mikro gegeben. Bei mir passiert relativ häufig ein Zustand, die schwer, die ist so, ich weiß, das ist keine Dumpfheit, ich benutze das Vokabular, das ich kann. Es ist keine Dumpfheit, aber passiert nichts. Es ist auch gar nicht passiert einfach nichts. Und, aber ich sehe auch nichts, was Bemerkst du ist ein die... bisschen gedämpft, aber es ist keine es ist nur eine andere Art von Dumpfheit Es vielleicht, ist oder? vielleicht eine andere Art. Du sagst gerade, du fühlst dich so ein bisschen gedämpft in der Wahrnehmung, Ja, ohne dich dumpf zu fühlen. Das genau. gibt es. Ja, das gibt es. Ja. Es ist nur so eine andere Art von Und bemerkst du, dass da ein Wahrnehmen dieses gedämpften Seins stattfindet? Merkst du, dass das merkst du? Ja? Okay, gut. Das heißt, du bist schon da, weißt du? Es passiert schon etwas. Und jetzt, wenn es dir wieder mal so geht, dann beginnst du dich zu interessieren, ob und wie dieses gedämpfte Sein lebendig ist. Ja? Du versuchst mal herauszufinden, ja, wie das ist. Da gibt es so kleine Fluktuationen. Ja? Genau, das gibt es kleine Fluktuationen, aber dann greife ich, weil es ist meine Erwartung, dass irgendwas passiert. Dann versuche ich mich noch einmal nur zu schauen. Ja, dann in dem Moment hast du die Gelegenheit, wenn du diese Erwartung, dass etwas passiert, so deutlich spürst, dann kannst du die Aufmerksamkeit richten in diejenige, die sich das wünscht. Oder in diese erwartende Haltung hinter dem gedämpften Sein. Ja? Diese Erwartung, dass sich etwas ändert, dass da mehr passieren soll. Du spürst ja da etwas. Ja? Und dem richtest du dich dann zu. Dem gibst du deine Aufmerksamkeit. Ja? Okay, gut. Mhm. Eben war doch eine Hand oben. Vielleicht bin ich nicht auf der ersten Seite hier. Mal gucken, wo ich da... Ja, tatsächlich. Tatsächlich, ne? Siehst du, da ist die Monika. Die kann jetzt... Grüß dich, Monika. Ich sehe dich. Du kannst dich freischalten, Monika. Ne? Du kannst... Jetzt. Hörst du mich jetzt? Jetzt höre ich dich. Wunderbar. Okay, gut. Ich wusste nicht wie. Okay. Ja, erstmal hallo, freut mich, dich hier zu sehen und danke für die schönen Unterweisungen. Und ja, ich habe mich ja noch nicht so mit dem Mahamudra befasst und hatte so einfach ein paar Fragen, so zum Beispiel die Vorstellung, normalerweise beobachte ich ja mit dem Gewahrsein, beobachte man die Körpersinne oder die Skandhas. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel mich wie umdrehe und sage, ich beobachte jetzt meinen Geist. Ja, interessant, in oder? in den Spiegel schauen des Geistes, und das fand ich plötzlich total spannend. Wäre einfach so eine Frage, ist diese Betrachtungsweise hilfreich? Sehr. Und das Zweite wäre noch, dass ich mir auch überlegt habe, ist es hilfreich, wenn ich mir auch zum Beispiel Raum vorstelle? Das ist beides sehr hilfreich, Monika. Wenn ich natürlich höre Raum vorstellen, das ist dann weniger hilfreich, als den Raum zu spüren. Also, ja, aber du darfst dir den vorgestellten Raum als Brücke nehmen, um
das Raumhafte im Erleben zu spüren. Ne? Das ist sehr hilfreich. Und das erste habe ich schon bejaht, ne? Dieses Schauen in den Spiegel des Geistes, wie du es nennst, oder so. Das ist eine sehr hilfreiche Art, deine Praxis weiterzuentwickeln. Das ist eine neue Entdeckung für mich. Ja, toll, wunderbar. Und aber noch eine Frage ist so, also was ist für dich der Unterschied zwischen Gewahrsein und Aufmerksamkeit? Gewahrsein ist für mich, so wie ich es benutze, ist so sehr viel weiter und Aufmerksamkeit ist stärker gerichtet auf einen Inhalt. Gewahrsein braucht nicht unbedingt Inhalte, während Aufmerksamkeit schon normalerweise so verwendet wird, dass es Inhalte hat. Okay, kann ich nachvollziehen, ja. Okay, gut. Vielen Dank. Schön. Dank dir auch. Ich muss da die Hand wieder wegnehmen. Jetzt ist die Aria dran. Anupama. Schön, dich wieder zu sehen. Ja, hallo, schön. Jetzt möchte ich dich aber auch sehen. Jetzt habe ich dich gerade verloren. So, jetzt sehe ich dich wieder. Gut. Okay, schön. Wunderbar. Ich bin ganz berührt, dabei sein zu dürfen diese Woche. Das jetzt nochmal anschließend an dem, was du gerade gesagt hast, bezüglich der non-dualen Erfahrung und inwieweit da noch ein Erinnerungsvermögen ist. Inwieweit würdest du das unterscheiden von einer Absorption, von einer Vertiefung, sprich von einer Jhana? Bei den Jhanas, die ich erlebt habe, war immer noch eine feinste Erinnerungsspur. Dieses Beobachten war zwar mucksmäuschenstill, aber immer noch in der Lage mitzubekommen, was läuft, obwohl es dann in den allerfeinsten nichts wirklich zu sehen gab. Aber es war trotzdem noch ein Feines da. Und das ist tatsächlich so, dass sich diese Jhanas dann mit dem Mahamudra, mit der Einsicht nochmal ganz neu zeigen. Die sind dann irgendwie anders. Die sind mit Gewahrsein durchdrungen und die sind sehr viel geschmeidiger. Das geht so wie es vom Buddha auch beschrieben wird, so nach Belieben rauf und runter in die Vertiefungen, ja, es braucht nie etwas ausgeklammert zu werden, weil alles wird von Einsicht durchdrungen und es kann genauso still und nicht begrifflich sein und wie in den Shamatha-Jhanas. Und was hinzukommt, ist wirklich ein Gefühl innerer Freiheit und Präsenz. Und es kommt nicht mehr so dazu, weißt du, die sogenannten Arupa-Jhanas, diese Samapatis, die tauchen in der Form nicht mehr auf, die sind vorbei. Aber die ersten 4, das ist immer noch möglich, da verwandte Geisteszustände zu finden, wo man sagen kann, das ist dasselbe jetzt mit Mahamudra-Einsicht oder mit Einsicht. Ja? Okay, kann ich nachvollziehen. Und jetzt aber da noch anschließend, was ist dann aber hier denn nochmal der Unterschied in diesem belebten, sagen wir, in diesem belebten Samadhi, das durchdrungen ist vom Mahamudra, im So-Sein, im völligen Gewahrsein und trotzdem in der völligen Lebendigkeit, wo ein völliges Gewahren da ist. Ja, das ist also so in den Jhanas nicht abgebildet. Das ist wirklich was anderes. Ja? Ja. Und dann gibt es ja auch wirklich, es gibt ja so viele Samadhis, der wirklich, wo das Mitgefühl, das Mitschwingen so im Vordergrund sind oder wo die Eintrittspforten in die Samadhis einfach, das kann alles sein und das schwingt noch mit im Aufgehen in diesem So-Sein mit dem Geschmack der Eintrittspforte, durch die wir eingetreten sind. Ja, das schwingt dann noch mit und dann entdecken wir eine Vielzahl von Samadhis, die man nicht mehr in der Klassifikation der 4 Jhanas unterbringt. Das ist dann wirklich was anderes. Genau, also das heißt im Prinzip, wenn es keinen Eintritt mehr gibt. Es gibt keinen Eintritt und keinen Austritt mehr. Also richtig. Wenn du jetzt das Wort Eintritt benutzt. Ja, genau, weil das ist noch die aus dem so, man spricht so von Pforten, aber eigentlich
ist es nur ein Gleiten, ein sich öffnen und ein sich weiterentwickeln. Und dann merken wir sind im Nachhinein würde man sagen, oh, jetzt bin ich gerade wieder für eine Weile in einem Samadhi gewesen, aber niemand interessiert sich dafür. Ja? Es braucht ja niemand. Ja? Es ist einfach das, was natürlicherweise passiert, weil es ist die Natur des Geistes, in dieser Einheit von Sammlung und Einsicht zu weilen. Das ist einfach so. Das braucht man dann nicht mehr extra noch Samadhis zu nennen. Okay. Okay, gut. Ich sehe, wie du strahlst. Das freut mich. Gut, okay. Danke dir auch. Die Ruth hat sich nach vorne gesetzt oder ist es die Susanne, die was sagen möchte? Die Ruth, grüß dich. Grüß dich. In der letzten Meditation hast du so angeregt, ja, dass wir uns vorstellen, was können wir morgen Nachmittag machen und so weiter. Und danach das sofort wieder gehen lassen in dieses natürliche Sein. Mhm. Es war so spannend, weil ich so gespürt habe, also ich habe das gemacht mit verschiedenen Ideen. Das war so ein Bild wie, okay, ich stelle mir vor, ich telefoniere mit meinem Sohn zum Beispiel und dann in dieses So-Sein, das waren so wie so zwei Türen, in die ich gehe, ja. Also so erst die eine auf, dann mache ich das und dann mache ich die wieder und dann gehe ich in die nächste. Aha. Und das hat sich so ganz eng angefühlt. Oh. Okay, und dann hast du den Begriff benutzt, wie wenn das Regen, wie hast du gesagt, auf jeden Fall wie so Regenbogenfarben. Und dann habe ich mir vorgestellt, dann habe ich mir erst vorgestellt, okay, dieses Telefonieren ist wie in so einem durchsichtigen, Genau, das ist so eine Art Regenbogentelefonat. Genau, ein Regenbogentelefonat. Und das war sofort spürbar als so, wow, so eine Weite. Und trotzdem natürlich, wie soll ich sagen, gibt es immer also ich frage mich, es ist immer wieder so ein mal hierhin, mal dahin, also so, ich kann das irgendwie nicht anders beschreiben. Ja. Also ich freue mich über deine Entdeckung, Ruth. Ich freue mich sehr, natürlich habe ich bedauert, dass du diese Enge und dieses Entweder-Oder so erlebt hast. Ne? Dann wollte ich dich schon fragen, ob es dir nicht möglich wäre, mit einem gewissen im So-Sein mit deinem Sohn zu telefonieren. Und dann hast du ja selber das Regenbogentelefonat herausgefunden. Ja? Und da geht's lang. Das heißt, also manchmal sagen wir so als Instruktion für die Nachmeditation, so unterwegs sein wie eine Zauberkünstlerin. Weißt du? Wie eine Person, eine Magierin, eine Person, die mit den Situationen spielen kann und immer dabei ist zu durchschauen, dass es sich um eine riesen Trickkiste handelt. Ja? Ja, das ist wunderbar und es ist immer aber dann noch da, es ist eine riesen Trickkiste. Ja, weil du noch nicht ganz drin bist. Das muss sich die Magierin ja nicht erzählen. Die Zaubererin, die braucht sich das nicht zu erzählen, die weiß das. Die braucht sich überhaupt nicht daran zu erinnern, die weiß das. Die weiß, wie mit Worten jongliert wird und dass die Worte überhaupt nicht das wirklich bedeuten, was gemeint ist, dass man immer auf die Intuition angewiesen ist, hinter den Worten den Sinn. Ja? Also wenn du telefonierst, da werden Worte gesagt, aber hinter den Worten werden Gefühlsschwingungen ausgetauscht und so. Und dessen ist sie sich völlig bewusst. Und dann sucht sie die Worte, die gerade so passen und spielt damit. Und dann wird, wenn man sich trifft, dann wird mit den äußeren Situationen gespielt, so in dem Sinne des Mitgefühls. Es wird mitfühlend gespielt. Nicht um jemanden irgendwie zu täuschen, sondern es ist ein mitfühlendes Spiel mit dem, was wir Kommunikation nennen. So. Okay, danke. Okay, gerne. Elisabeth, du bist die Nächste. Hallo. Herr Tillmann, du hast heute Morgen, wenn ich das richtig gehört habe, erzählt ja von der
von den Qualitäten der göttlichen Mutter. Und also was mir auffällt in der Meditation ist, wenn ich, sagen wir es mal so, dass ich immer wieder an so eine, ich weiß nicht, ob das eine Grenze, nee, es ist keine Grenze, aber es ist so eine hochschwingend feine Energie, die gleichzeitig in sich eine unglaubliche Stabilität hat. Ohne dass jetzt ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausdrücken kann, ohne dass es aber fest ist. Es hat irgendwie so eine Qualität von, ja, vielleicht tiefster Präsenz. Und wenn ich mich da nicht wehre, also wenn ich mich dem einfach hingebe, wird sie manchmal etwas schwindlig. Und gleichzeitig ist es wie, als wenn ein so wahnsinnig schneller Zyklus also wirklich von Werden und Vergehen, Werden und Vergehen, Werden und Vergehen. Ich darf nur nicht denken, sonst wird es nicht gut. Wird es nicht schlecht. Ja. Elisabeth, möchtest du, dass ich schon was dazu sage? Ja, gerne. Es gibt überhaupt kein Werden und Vergehen. Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Wenn du denkst, es gibt Werden und Vergehen, dann kommst du nicht mit, dann wird dir schwindelig. Weil es braucht ein kurzes Greifen, um zu denken, jetzt ist Werden, und ein kurzes Greifen, um zu denken, jetzt ist Vergehen. Dabei sind es bloß ineinander übergehende Phänomene. Man kann gar nicht sagen, dass je etwas geworden ist, also entstanden ist, und dass je etwas vergangen ist, weil es hat es nie gegeben. Das sind Begriffe, die uns in den Wahnsinn treiben. Ja? Und deswegen schau in diese nicht fassbare Natur deines Erlebens. Dann löst sich dann kommt vielleicht ein neuer Schwindel. Nee, aber da geht's lang. Ja? Also verstehst du? Okay. Ja? Da gibt's kein Werden und Vergehen. Das ist nur so eine Art zu sprechen über die Dinge. Das heißt, es ist noch von mir so ein Versuch, irgendwas kontrollieren zu wollen. Ja, was irgendwie ergreifen zu wollen. Nicht wirklich kontrollieren, sondern irgendwie begreifen oder ergreifen. So. Ja, weil heute Morgen habe ich die zwei Kollegen, fand ich schön, weil ich denke auch sehr gerne, weil mir tatsächlich das Denken hilft, in Weite auch zu gehen. Also nicht zum Festhalten, sondern es öffnet einfach manchmal Tore. Aber es hat gut getan zu hören, dass es auch Spaß machen darf. Ja. Es darf Spaß machen. Ja, gut. Vielen Dank. Ja. Okay. Vielen Dank. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es der Eva heute Nachmittag geht. Also gut. Oder dann mag ich sogar auch gerade teilen, dass ich tatsächlich über meine Verzweiflung in sowas wie ich das Gefühl hatte, dann so in so eine offene Weite gerutscht bin, einfach weil ich aufgegeben habe. Oh! So schön. Ja. Und meine Frage ist aber noch, weil heute stellte jemand die Frage, glaube ich, wie das mit Reinigung ist und kam dann mit Vajrasattva und so, und dann habe ich gedacht, aber wenn ich doch in so einen Prozess von Non-Dualität rutsche, dann ist das doch die Reinigung. Absolut, da gibt es nichts Zusätzliches. Da muss man dann nichts mehr. Da gibt es nichts Zusätzliches. So. Nee. Reinigung passiert nicht, wenn wir an Reinigung denken. Reinigung passiert dadurch, dass wir es greifen loslassen. Also deine Kapitulation, das war Reinigung. Und das Ergebnis hast du gespürt, dir ging es sofort besser. Ja. Ne? Ja. Gut. Okay. Gut. Vielen Dank für diese wunderbaren Anleitungen. Ja, danke. Danke für den Dank. Kommt an. Ich sehe jetzt niemanden mehr mit erhobener Hand und würde zur Widmung übergehen, wenn ihr bereit seid. Sunam de tam je sing panin tam ne penjanam panjene kenga na chim palam tum paye si pen so len jo wa shu
Jampem pavan jita kempadan kanto sampo deyan deshinte. Deta kuchite soda glomjem kewan den tam jedam tungo. Sangye kusum ne penjen lam dam shöne menjur dem penjen lam dam. Shentun me chedam penjen lam jin chedang o waman lam rumpaj